Sie, Deutschland auch wie zu Hause. 네, 터치 분석실입니다. 지금 개표율이 약 40%를 넘어서고 있는 서울 지역부터 보겠습니다. 서울 지역은 Der Umgang der Regierung mit der Corona-Krise wird von einer Mehrheit der Südkoreaner befürwortet. Das zeigt sich auch an einer hohen Wahlbeteiligung, 66,2%. So viel wie noch nie seit den ersten freien Parlamentswahlen 1992. Weltweit ist die erste landesweite Wahl in Zeiten von Covid-19. Noch wichtiger für Moons wachsendes Ansehen waren internationales Lob und das völlig andere Vorgehen gegen die Pandemie in Europa und in den USA, wo Hunderttausende infiziert wurden und Zehntausende gestorben sind. Sogar der amerikanische Präsident Donald Trump rief Moon um Hilfe bei der Pandemiebekämpfung. Zu Beginn der Krise hatte ein starker Ausbruch des Coronavirus in der Millionenmetropole Daegu Moon noch Popularität gekostet. Doch mit einem massiven Testprogramm, moderner Datenauswertung und sozialer Distanzierung gelang es den Gesundheitsbehörden, ohne Ausgangssperren und andere drakonische Maßnahmen, die Epidemie rasch einzudämmen. Guten Abend, hier ist Euroquin TV. Euroquin ist Südkoreanerin, aber seit 2003 wohnen sie in Deutschland und fühlen sich Deutschland auch wie zu Hause. Ich habe heute Morgen meine Haare selber geschnitten und sieht ein bisschen kurz aus. Ich hatte so lange und da habe ich einfach selbst geschnitten. Also heute am 15. April wurden in Korea trotz Coronavirus die Parlamentswahlen durchgeführt. Aktuell gibt es in Korea 10.591 Infizierte, 225 Tote und 7.616 Genesene. Es wurden insgesamt 534.552 Personen getestet. Zwar gut in Bezug auf den Coronavirus gehandelt. Bei einer solchen Wahl kann man aber Ansammlungen von Menschen nicht umgehen. Um dies genauer zu untersuchen, sehen wir uns mal an, wie die Hygiene, das Abstandhalten eingehalten wurde. Es ist auch interessant zu erfahren, wie das Wählen von Personen durchgeführt wurde, die sich unter Quarantäne befinden. Alle tragen Masken und wenn man ankommt, muss ein gewisser Abstand eingehalten werden. Desinfektionsmittel und Handschuhe stehen für jeden zur Verfügung. Bei den Personen wird die Körpertemperatur gemessen und wenn diese über 37,5 Grad ist, dann werden diese in ein anderes Gebäude gebracht. Auch Personen in Quarantäne, die jedoch keine Symptome haben, können an dem Tag zum Wählen gehen. Man darf nur in eigene Auto oder zu Fuß zum Wählen. Öffentliche Verkehrsmittel sind für den verboten. Auch die Zeit ist beschränkt, von 17:20 bis 19 Uhr. Diese Personen müssen auch Abfahrt, Ankunft und Rückfahrt berichten. Aktuell sind 50.000 Personen unter Quarantäne. Die ganze Situation soll durch die App und Messenger kontrolliert ablaufen. Die größte Sorge besteht in einer Versuchung, noch etwas draußen zu machen, weil in Korea außer der Schule die meisten Geschäfte und Restaurants geöffnet haben.
Also heute Parlamentswahl in Korea. Es scheint alles gut gelaufen zu sein. Ab heute wird auch in Deutschland zwar nicht verpflichtend, aber dringend geboten, Masken zu tragen. Deshalb zeige ich euch, wie ihr ganz einfach selber zu Hause Masken basteln könnt.